Weimar. Nach dieser kleinen und klein gebliebenen Stadt in Thüringen ist eine zentrale Epoche deutscher Literatur benannt. Die Weimarer Klassik. Für die Weimarer Klassik stehen vor allem zwei Namen, Goethe und Schiller. Beide Dichter haben nach den Jahren des Sturm und Drang hier in Weimar gelebt und geschrieben. Weimar. Was wäre Weimar heute ohne Goethe und Schiller? Keine Museen, keine Denkmäler, keine Touristen. Warum hat ausgerechnet dieses Weimar so eine große Rolle in der deutschen Literatur gespielt? Keine Ahnung. Weimar war lediglich eine kleine Residenzstadt, als der weltberühmte Autor des Werther hier ankam. 6000 Einwohner, ein Dorf. Ich heiße Alice. Johann Wolfgang, Friedrich, Andreas. Bist du Fremdenführer? Fast. In den Semesterferien arbeite ich als Aufsicht im Museum. Ah, da will ich später auch noch mal hin. Aber zuerst gehe ich zu Goethes Gartenhaus. Du sprichst sehr gut Deutsch. Woher kommst du? Aus Südamerika? Ja, aus Brasilien. Ich komme aus São Paulo. Oh, ich muss los. Zum Gartenhaus musst du in diese Richtung. Mich findest du im Museum. Ich bin nicht zu übersehen. Goethe kommt 1775 nach Weimar, der Hauptstadt des kleinen Herzogtums Sachsen-Weimar. Rund 300 Fürstentümer gibt es zu dieser Zeit in Deutschland. Während England, Frankreich und Spanien längst zu großen Nationalstaaten geworden waren, hatte Deutschland noch nicht einmal eine Hauptstadt. Mit Goethes Ankunft wird das bislang provinzielle Weimar für lange Jahre der Mittelpunkt des literarischen Lebens in Deutschland, ein Zentrum europäischer Kultur. Goethe, der 26-jährige Stürmer und Dränger, wird Berater des jungen und liberalen Herzogs. Ein Gartenhaus im herzoglichen Park ist Goethes erste Wohnung. In diesem kleinen Fürstentum kann Goethe sein Ideal in der Praxis erproben. Im Gepäck, mit dem Goethe in Weimar ankommt, hat er den Entwurf zu seinem berühmten Faust. Hier in Weimar wird er sein ganzes Leben lang an ihm arbeiten. Aber nun ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun nicht, armer Tor. Und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar. Und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Aus dem rebellischen Stürmer und Dränger wird in Weimar der Dichterfürst. Johann Wolfgang von Goethe. Ein Vorbild, dem Generationen von Dichtern nacheifern werden. »50 Jahre lang lebt Goethe hier in seinem Haus am Frauenplan. Heute ist das Haus ein Museum. Überall Harmonie, Maß, vollendete Form. So wie sie die griechisch-römische Kunst verkörpert. Goethe hat sich klassische Kunstwerke als Gipsabgüsse aus Italien nach Weimar bringen lassen. Das zeigt, wie die Antike und ihre strenge Form
von einem kleinen Kreis deutscher Schriftsteller neu entdeckt wird. An der Wende zum 19. Jahrhundert suchen sie ihr Ideal in der griechisch-römischen Vergangenheit. Sie träumen von einer Einheit von Kunst und Politik, einer Einheit von Individuum und Gesellschaft. Aber zunächst muss der Stürmer und Dränger lernen, sich anzupassen. Am aristokratischen Weimarer Hof sind ihm zum ersten Mal Grenzen gesetzt. Mit seinen neuen Aufgaben verändert sich sein Denken von Grund auf. Guck mal, Goethe war sogar Leiter der Kommission für Bergbau und Kriegswesen. Das war aber keine schöne Beschäftigung für einen Dichter. Er hat auch noch die Festivitäten am Hof organisiert. Goethe trat dabei sogar als Tänzer und Schauspieler auf. Fürs Schreiben blieb dann nicht mehr viel Zeit. Goethes Gedichte verändern sich. Von der alten Leidenschaftlichkeit ist jetzt nicht mehr viel zu spüren. Der Stürmer und Dränger ist melancholisch geworden, wie sein Gedicht Grenzen der Menschheit aus dem Jahr 1778 zeigt. Was unterscheidet Götter von Menschen? Dass viele Wellen vor jenen wandeln, ein ewiger Strom. Uns hebt die Welle, verschlingt die Welle und wir versinken. Ein kleiner Ring begrenzt unser Leben und viele Geschlechter reihen sie dauernd an ihres Daseins unendliche Kette. Im Sturm und Drang hat Goethes Prometheus die Götter herausgefordert. Jetzt wird das Verhältnis von Gott und Mensch neu definiert. Der Mensch ist vergänglich und muss die ihm gesetzten Schranken annehmen. Einmal bitte. Danke. Neben dem politischen Tagesgeschäft beginnt Goethe, sich mit naturwissenschaftlichen Studien zu beschäftigen, mit Mineralogie und Botanik. Ganz wie sein Faust möchte Goethe wissen, wie die Welt, wie das Leben entstanden ist. Herder, der in Straßburg Goethes Lehrer war, ist inzwischen nach Weimar gekommen. Er begeistert Goethe für die klassische Antike und Goethe bricht mit der Formfreiheit und Gefühlsbetontheit des Sturm und Drang. Sein Drama Iphigenie ist der Aufbruch zu einer neuen Form. Bei der Aufführung am Hoftheater steht Goethe sogar selbst als Schauspieler auf der Bühne. Kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich kann das Bild von Goethe in Italien nicht finden. Das hängt auch nicht im Museum. Das ist Goethe als Orest in seiner Iphigenie. Denn mich trennt das Meer von den Geliebten. Und an dem Ufer stehe ich lange Tage, das Land der Griechen mit der Seele suchend. Und gegen meine Seufzer bringt die Welle nur dumpfe Töne brausend mir herüber. Erster Aufzug, erster Auftritt. Bei uns lernt man sowas schon lange nicht mehr auswendig. Bei uns in Brasilien auch nicht. Mir hat die Iphigenie eben gefallen. Dafür zeige ich dir auch unseren Goethe in Italien. Er ist normalerweise nicht zugänglich, aber für dich mache ich eine Ausnahme. Folgen Sie mir. Goethe und Schiller waren überzeugte Kosmopoliten. Erst im 19. Jahrhundert haben wir sie zu deutschen Nationalhelden gemacht. Das sollte man nicht vergessen. Aber trotzdem, für mich ist die Weimarer Klassik der Höhepunkt der deutschen Kultur. Höhepunkt der deutschen Kultur. Die beiden fühlten sich eigentlich erst am Anfang eines langen Weges, der zu einer freien und besseren Gesellschaft führen sollte. Das Original von Tischbeins Goethe in der Kampagne haben wir leider nicht.
Das ist nur eine Kopie. Goethe in Italien. Das ist doch der klassische Goethe. Ja, vielleicht. Jedenfalls hat er sich dort als Mensch und Künstler wiedergefunden. Italien, das war für ihn eine Wiedergeburt, ein neues Leben. Was war so besonders an Italien? Rom war doch die Metropole der antiken Kunst. Dort konnte man die Schönheit der alten Welt selbst sehen und erleben. Er hat sie auch selbst gemalt und gezeichnet. Und nur wegen der Kunstwerke ist er nach Rom gefahren. Nein, Italien, das war das Land der Sehnsucht nach dem Süden, nach Licht, nach einem freien Leben. Dort konnte der Beamte wieder Künstler sein. Froh empfinde ich mich nun auf klassischem Boden, begeistert. Vor- und Mitwelt spricht lauter und reizender mir. Hier befolge ich den Rat, durchblättere die Werke der Alten mit geschäftiger Hand, täglich mit neuem Genuss. Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt. Werd ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt beglückt. Und belehre ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab? Soweit ich das verstehe, klingt das nicht nur klassisch, sondern auch erotisch. Ja, genau. Das Gedicht ist eine Hymne auf die Schönheit Italiens und auf die freie Liebe. Im provinziellen Deutschland war das natürlich ein Skandal. Mir gefällt das Gedicht. Komm, ich zeig dir auch noch den Garten und Goethes Mineraliensammlung. Fast 2 Jahre, von September 1786 bis Juni 1788, lebt Goethe in Italien. In dieser Zeit kommt Friedrich Schiller zum ersten Mal nach Weimar. Er sucht einen Ort, an dem er sich niederlassen kann. Er ist enttäuscht, Goethe nicht anzutreffen. Gerade ist sein Don Carlos erschienen, aber seine finanzielle Situation ist alles andere als gesichert. Er sucht die Nähe des Weimarer Kreises, zu dem auch Wieland und Herder gehören. Wie Goethe ist Schiller von der Antike fasziniert. Sein Gedicht »Die Götter Griechenlands« aus dem Jahr 1788 ist eine Hymne auf die untergegangene griechische Welt, das verlorene Paradies. Und die Wagen donnerten zum Ziel. Schön geschlungene, seelenvolle Tänze kreisten um den prangenden Altar. Eure Tempel lachten gleich Palästen. Euch verherrlichte das Heldenspiel an des Isthmus kronenreichen Festen. Eure Schläfe schmückten Siegeskränze, Kronen, euer duftend Haar. Schiller und Goethe sehen in der Antike eine Welt des Glücks, der Schönheit und Vollkommenheit. Sie sind sich bewusst, dass sie die griechische Welt idealisieren, dass diese Welt, falls es sie je gegeben hat, für immer verloren ist. Im Juni 1788 kommt Goethe tief verändert aus Italien zurück. Ein paar Wochen nach seiner Rückkehr trifft er bei einem Spaziergang im Park die 23-jährige Bürgerstochter Christiane Vulpius. Das ist der Beginn einer stürmischen Leidenschaft. 18 Jahre später werden sie heiraten. Hier hat Goethe seine Mineraliensammlung aufgehoben. Er war ein unglaublich neugieriger Mensch, den alles Neue faszinierte. Goethe, der war das letzte Universalgenie. Und Schiller? Schiller war vor allem Historiker und Idealist. Einer, der sich mit der neuesten Philosophie von Kant auseinandersetzte und auch in der Geschichte nach Antworten auf die letzten Fragen suchte. Kein Wunder, dass Goethe und Schiller sich anfangs so wenig verstanden haben. Ihre Freundschaft hat übrigens bei einem langen Gespräch über die Urpflanze begonnen, die Goethe gesucht hat. Damals haben ja viele noch an die biblische Schöpfungsgeschichte geglaubt. Die ganze Welt in 7 Tagen. Wie sehr Italien Goethe beeindruckt hat, zeigen auch die Umbauten, die er nun in seinem Haus vornimmt.
Er lässt die Treppe nach italienischem Vorbild gestalten. Die Wohnräume prägen klassische Statuen. Die politischen Amtsgeschäfte nimmt er nicht wieder auf. Er will sich ganz dem Schreiben und seinen naturkundlichen Neigungen widmen. Im September 1788 treffen sich Schiller und Goethe zum ersten Mal. Von dieser Begegnung sind sie beide enttäuscht. Aber Goethe verschafft Schiller eine Geschichtsprofessur in Jena. Schillers Antwort auf die Französische Revolution ist die Schrift über die ästhetische Erziehung des Menschen. Zugleich politische Utopie und philosophisches Hauptwerk. Alle Verbesserung im Politischen soll von der Veredelung des Charakters ausgehen. Aber wie kann sich unter den Einflüssen einer barbarischen Staatsverfassung der Charakter veredeln? Allein durch die Kunst, so glaubt Schiller. Sie kann den Menschen hinführen zu einer freien und menschlichen Gesellschaft, ohne Revolution und ohne Gewalt. Und wie war das mit der Französischen Revolution? Da waren sie sich einig. Goethe hat sie von Anfang an abgelehnt und Schiller ist zum Schluss enttäuscht von dem Terror. Magst du Goethe? Goethe hat mehr als 50 Jahre in Weimar verbracht, obwohl er überall in der Welt willkommen gewesen wäre. Er hat sich in dieser Enge eine eigene Welt geschaffen und das mag ich an ihm. Ja sagen zur Beschränkung. Im kleinen Kreis tätig werden. Das ist auch das Thema von Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Wilhelm Meister sucht eine Existenz abseits bürgerlicher Konventionen. Beim Theater glaubt er, seine Person so entfalten zu können, wie es damals nur dem Adel möglich ist. Das erweist sich als Illusion. Trotzdem lässt Goethe Wilhelm seinen Platz in der Gesellschaft finden. Dieses versöhnliche Ende entspricht dem klassischen Programm. Mit diesem Werk schafft Goethe den Typus des Bildungsromans, ein ganz und gar deutsches Genre. Auf die Beschreibung der Gesellschaft wird noch kein Wert gelegt. Wichtig ist die innere Entwicklung des Helden, der am Ende trotz aller Irrtümer zu sich selbst findet. Nur 20 Kilometer von Weimar entfernt liegt Jena. Hier entstehen Schillers berühmte Geschichtswerke und seine Arbeit über den Dreißigjährigen Krieg fließt ein in das Drama Wallenstein, mit dem in Schillers Werk die klassische Epoche beginnt. Die neue Ära, die der Kunst Thalierens auf dieser Bühne heute beginnt, macht auch den Dichter kühn. Die alte Bahn verlassend, euch aus des Bürgerlebens engem Kreis auf einen höheren Schauplatz zu versetzen. Jetzt darf die Kunst auf ihrer Schattenbühne auch Höhenflug versuchen. Ja, sie muss, soll nicht des Lebens Bühne sie beschämen. Mein General. Der bin ich nicht mehr, wenn du des Kaisers Offizier dich nennst. So bleibt's dabei, du willst das Heer verlassen? Des Kaisers Dienst hab ich entsagt. Und willst das Heer verlassen? Der Hof hat meinen Untergang beschlossen. Drum bin ich willens, ihm zuvorzukommen. Wir werden mit den Schweden uns verbinden. Sehr wackere Leute sind's und gute Freunde. Wallenstein. Trier. Der mächtige Kriegsherr vermag sich nicht zu entscheiden zwischen Treue zum Kaiser und seiner eigenen Machtpolitik. So steht der Fall. Statt zu handeln, sucht er Rat bei Astrologen. Er taktiert und wartet ab. Sein Zögern bringt ihm den Tod. Widersetze dich dem Kaiser. Wenn's sein muss, treib's zur offenen Empörung. Nicht loben werd ich's, doch ich kann's verzeihen. Will, was ich nicht gut heiße, mit dir teilen. Nur zum Verräter werde nicht. Das Wort ist ausgesprochen, zum Verräter nicht.
Mehr und mehr vertieft sich die Freundschaft zwischen Schiller und Goethe. 1799 kauft Schiller ein Haus in Weimar. Hier schreibt er seine Dramen Maria Stuart, Die Jungfrau von Orleans und Wilhelm Tell. Auf literarischem Gebiet arbeiten die beiden Dichter nun eng zusammen. Das Wahre, Gute und Schöne ist ihr Ziel. Sie entwerfen ein strenges Kunstprogramm, das sich an antiken Mustern orientiert. Allerdings ist der Erfolg ihrer Projekte gering, die Zahl der Kritiker groß. Aber das von Goethe geleitete Weimarer Hoftheater erlebt seine Glanzzeit. Goethe gelingt es, gemeinsam mit Schiller ein Theater zu schaffen, das zum ersten Mal den Vergleich mit der englischen und französischen Bühne nicht zu scheuen braucht. Ein Höhepunkt, nicht nur in der Weimarer Theatergeschichte, ist die Uraufführung von Schillers Wallenstein. Es sind Lügengeister, die dich berückend in den Abgrund ziehen. Trau ihnen nicht, ich warne dich. O, kehre zurück zu deiner Pflicht. Gewiss, du kannst. Geschichte ist bei Schiller nicht mehr von der Vernunft bestimmt. Sie erscheint eher als Naturmacht, die über den Einzelnen hinweggeht. Schillers klassisches Drama bedeutet die Abkehr vom bürgerlichen Trauerspiel der Aufklärung, in dem vor allem das Private und Menschliche im Vordergrund steht. Sein Vertrauen bringe ich dir zurück. Es ist zu spät. Du weißt nicht, was geschehen. Verliere das Kommando. Geh vom Schauplatz. Du kannst's mit Glanze. Tu's mit Unschuld auch. Du hast für andere viel gelebt. Leb endlich einmal dir selber. Wie in der Antike soll dem Zuschauer eine Tragödie des öffentlichen Lebens vorgeführt werden. Eine Staatsaktion. Zu spät. In Schillers Wallenstein reflektiert das Spiel um Freiheit und Schicksal, Macht und Politik wichtige Fragen der Zeit. Ergib dich drein. Wir handeln, wie wir müssen. Was tue ich Schlimmeres, als jener Cäsar tat, des Name noch bis heute das Höchste in der Welt benennet? Warf er das Schwert von sich? Er war verloren. Wie ich es wäre, wenn ich entwaffnete. Ich spüre, was in mir von seinem Geist. Gib mir sein Glück. Das andere will ich tragen. Gerade ein Jahrzehnt dauert die Weimarer Klassik. Und zu ihrer Zeit werden die Werke Goethes und Schillers auch nur von einem kleinen Publikum gelesen. Am Hoftheater sind Schillers Dramen erfolgreich. Goethe hat mit seinen Stücken weniger Glück. Sein Faust wird gar nicht erst aufgeführt. Ohne Schillers Zureden hätte er vielleicht gar nicht daran weitergearbeitet. Hallo. Ich war heute Morgen schon mal hier, da war es noch nicht auf. Ja, du bist zu spät. Das Gartenhaus hat schon geschlossen. Ich habe leider keine Schlüssel hier. Da müssen Sie schon morgen noch mal kommen. Hier hat Goethe doch seine Christiane getroffen. Eine berühmte Liebesgeschichte. Ja, der große Dichter und das einfache junge Mädchen. Für die Weimarer Hofgesellschaft nicht akzeptabel. Genauso unpassend also wie Faust und sein Gretchen. Den Faust, das bekannteste Stück deutscher Weltliteratur, vollendet Goethe erst 1832. 60 Jahre hat er daran gearbeitet. Der Fauststoff stammt aus dem 16. Jahrhundert und war in Volksbüchern weit verbreitet. Der Gelehrte und Magier Johann Faustus verschreibt seine Seele dem Teufel, um zur Erkenntnis der Welt zu gelangen.
Schon im Sturm und Drang ist Faust eine herausragende Identifikationsfigur. Er ist der geistige und sinnliche Abenteurer, der nirgends Befriedigung findet. Dabei treten Mitmenschlichkeit und Verantwortung für andere in den Hintergrund. Goethe macht aus Fausts Geschichte eine Reise durch Raum und Zeit. Faust erscheint als Repräsentant des deutschen Idealismus, der in seinem ewigen Streben weder Ruhe finden kann noch will. Faust ist kein Drama im klassischen Sinn. Es ist reich an fantastischen Elementen und gehört fast schon der Romantik an. Hexen und Geister des Mittelalters kommen darin ebenso vor wie mythische Gestalten der Antike. Den berühmten Anfangsmonolog konnten viele Generationen von Schulkindern auswendig. Habe nun, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor. Und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar. Und ziehe schon an die Zehen Jahr herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel, noch Zweifel. Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was recht zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren. Die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch habe ich weder Gut noch Geld noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Drum hab ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit sauerem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. Da stehen sie nun, in Erz gegossen, alterslos und unbeweglich. Wie gut, dass Sie nicht wissen, was für einen Kult man mit Ihnen getrieben hat. Wann wird das Gartenhaus morgen wieder geöffnet? Um 10. Da bleibt noch etwas Zeit. Die deutsche Klassik findet mit Schillers Tod im Jahr 1805 ihr Ende. Und ein Jahr später beginnt eine politisch neue Zeit. Der Friede des klassischen Weimar endet mit dem Krieg Napoleons gegen Preußen und der Niederlage der Deutschen. Und im benachbarten Jena formiert sich fast gleichzeitig eine neue literarische Bewegung, die ebenso wichtig für die deutsche Geschichte werden soll: die Romantik.